Kleine Sommerinspo für ein richtig cooles Getränk mit super coolen Eiswürfeln. Hi, ich bin Art vom Kanal Bodenständig. Ja, ihr seht, alles blüht, und damit man das auch ein bisschen nutzen kann, zeige ich heute mal ganz kurz in einem kleinen Video eine Idee für eine Party oder sowas Ähnliches. Und zwar braucht ihr dafür hier so ein Eiswürfelförmchen, am besten möglichst große Eiswürfel, nicht die kleinen, sondern schön große. Ihr befüllt das mit Wasser, ganz normal, wie man halt Eiswürfel macht. Und jetzt kommt das Besondere. Ihr erntet zum Beispiel Lavendelblüten, Ringelblumenblüten. Alle Blüten kann man nutzen, die essbar sind bzw. nicht giftig. Oder zum Beispiel die Tagetes, Studentenblume, sieht natürlich auch richtig farbig schön aus. Was natürlich auch geht, sind Himbeeren, da holen wir auch noch mal ganz kurz eine. Oder hier einfach eine Zwiebelblüte, die sieht natürlich auch richtig geil aus. So, einmal kurz abhusten, weil da doch gerne schon mal kleine Insekten und so weiter drin sitzen oder irgendwelche Blattläuse. Und das kommt jetzt einfach kopfüber ins Wasser rein und gut ist. Das war jetzt schon der Zauber. Jetzt müssen wir einmal nur noch zum Eisfach gehen, das für ein paar Stunden kühlen, und dann können wir schon genießen. Wenn dir das Video bis hierhin gefällt, lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn du die Videos immer ein paar Tage früher sehen möchtest als hier auf YouTube und vor allem noch mit deiner Watchtime Bäume pflanzen möchtest, dann geh jetzt auf Watch Better, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort gibt es unsere Videos auch, gerne reinschauen. So, nach ein paar Stunden kommen die dann raus und können direkt ins Getränk. Das sieht richtig, richtig cool aus. Wir machen mal eben eine Nahaufnahme, weil das ist echt schön und ein cooler Hingucker. Hier kommt jetzt der gute Holunderblütensirup rein. Das Video habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, kann ich euch auf jeden Fall mal verlinken. Und ich finde, das sieht doch jetzt richtig, richtig cool aus. Einfach Farbe im Glas, Sommer im Glas. Und wenn man irgendwie eine Party hat oder sowas, ist das auf jeden Fall ein richtig cooler Hingucker. Und halt total einfach gemacht und günstig. Ja. Ich finde das schon richtig geil. Hier zum Beispiel die Blüte von der Zwiebel. Wenn die dann auftaut, bringt die wahrscheinlich einen komischen Geschmack ins Getränk. Aber die sind ja so dick, die Eiswürfel, dass es halt auch lange dauert. Hier zum Beispiel beim Lavendel oder bei den, wie heißen denn nochmal? Ringelblumen, genau. Die bringen dann zum Beispiel auch einen schönen Geschmack. Oder hier die Tagetes, die Studentenblume. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Das soll es jetzt schon gewesen sein von dem kurzen Video. Einfach nur eine kleine Inspiration für den Sommer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.